Stellt euch mal vor, ihr seid 16, habt gerade euren A1-Führerschein in der Tasche und könnt endlich mit einer 125er durchstarten. Genau das ist seit 2021 in der Schweiz möglich, dank einer angepassten Altersgrenze. Doch jetzt steht alles wieder auf der Kippe. Nach einem starken Anstieg schwerer Unfälle fordern Politiker eine Rückkehr zu strengeren Regeln. Wird das Mindestalter für 125er also bald wieder angehoben? Und was steckt wirklich hinter der Debatte? Genau das schauen wir uns heute an. Doch bevor wir klären, ob strengere Regeln wirklich mehr Sicherheit bringen, wie kam es überhaupt zu diesem Anstieg an Unfällen? The good, the bad and the ugly. Die Ausgangslage ist eindeutig. Seit das Mindestalter für 125er Motorräder auf 16 Jahre gesenkt wurde, ist die Zahl der schweren Unfälle mit jugendlichen Fahrern in der Schweiz deutlich gestiegen. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung der BFU hat sich die Zahl der schwerverletzten 16- und 17-Jährigen sogar fast verdreifacht. Im vergangenen Jahr wurden 156 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren bei Motorradunfällen schwer verletzt. 6 junge Menschen kamen dabei ums Leben. Das sind deutlich mehr als im Durchschnitt der Jahre vor der Gesetzesänderung. Aber ist das wirklich verwunderlich oder ein Warnzeichen? Dazu kommen wir später noch. Kein Wunder also, dass die BFU schon bei der Einführung der neuen Altersregel gewarnt hatte. Für sie ist jetzt klar, die eigenen Befürchtungen haben sich bestätigt. Doch was bedeutet das konkret und wie reagieren Politik und Verbände? Bevor wir auf die einzelnen Forderungen eingehen, stellt sich die Frage, was wäre eigentlich das Ziel einer erneuten Altersanhebung und gäbe es Alternativen? Vor allem nach den aktuellen Unfallzahlen wächst der politische Druck. Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien fordern eine Rückkehr zu den alten Regeln. Die zentrale Forderung, 125er sollen erst wieder ab 18 erlaubt sein, Kleinkrafträder ab 16. Das wichtigste Argument der Befürworter ist der deutliche Anstieg schwerer Unfälle bei Jugendlichen. Zusätzlich wird auf die Belastung der Familien hingewiesen, die nach einem Unfall oft mit langwierigen Verfahren und geringen Entschädigungen zu kämpfen haben. Unterstützung bekommen diese Vorschläge aus verschiedenen politischen Richtungen, zum Beispiel von der SP, die die Verkehrssicherheit insgesamt stärken möchte. Und auch die BFU spricht sich klar für strengere Zugangsregeln aus. Hauptgrund: viele junge Fahrer bringen noch zu wenig Erfahrung mit und haben ein erhöhtes Risikoverhalten. Doch reicht es wirklich aus, das Mindestalter anzuheben, oder gibt es noch andere Ansatzpunkte? Aber wie sehen das eigentlich die Verbände und die Motorrad-Community selbst? Natürlich gibt es auch ganz andere Meinungen, besonders aus der Motorrad-Community und von Verbänden wie Swissmoto. Deren Präsident betont, klar, die Unfallzahlen sind gestiegen, aber auch, weil einfach mehr Jugendliche unterwegs sind. Das Alter allein sei aus seiner Sicht nicht das Problem. Viel wichtiger sei die Qualität der Ausbildung. Denn je besser die Ausbildung, desto besser können junge Fahrer auch mit schwierigen Situationen umgehen. Ähnlich sehen es andere Stimmen. Einige Politiker warnen davor, ländliche Regionen zu vergessen, wo Jugendliche oft auf das Motorrad angewiesen sind, um mobil zu bleiben. Auch die Grünen fordern zwar eine Überprüfung der Altersgrenze, sehen aber vor allem Verbesserungsbedarf in der Fahrausbildung. Genau hier wird es spannend. Wenn mehr Ausbildung tatsächlich zu weniger Unfällen führen kann, was müsste sich konkret ändern? Und reicht die aktuelle Fahrerschulung überhaupt aus? Schon mit der Absenkung des Mindestalters hat die Schweiz die Anforderungen an die Ausbildung verschärft. Die praktische Grundschulung wurde von 8 auf 12 Stunden erhöht. Trotzdem steigen die Unfallzahlen weiter. Das zeigt, mehr Stunden allein reichen offenbar nicht aus. Es wird immer wieder diskutiert, wie sich die Ausbildung weiter verbessern lässt, zum Beispiel mit mehr Praxiserfahrung, gezielten Fahrsicherheitstrainings oder einem verpflichtenden Aufbaukurs nach den ersten Monaten auf der Straße.
Einige schlagen auch vor, die Theorie stärker an die besonderen Risiken junger Fahrer anzupassen. Oft fehlt gerade am Anfang das richtige Einschätzen von Gefahrensituationen und das Wissen über die eigenen Grenzen. Wie denkt ihr darüber? Würde euch ein zusätzliches Fahrsicherheitstraining nach ein paar Monaten auf dem Motorrad mehr bringen als ein höheres Mindestalter? Mehr Sicherheit würde das wahrscheinlich schon bringen, aber es ist dann wohl auch mit zusätzlichen Kosten verbunden, was das Erlangen des Führerscheins dann nochmal teurer machen würde, und günstig ist das Ganze ja schon lang nicht mehr. Aber wie sieht das Ganze eigentlich im internationalen Vergleich aus und gibt es vielleicht andere Lösungen, die schon funktionieren? Ein kurzer Blick nach Deutschland zeigt, auch hier darf man 125er ab 16 fahren. Allerdings gibt es mit der sogenannten B196-Regelung noch einen ganz anderen Ansatz. Damit können Autofahrer ab 25, die ihren Führerschein seit mindestens 5 Jahren haben, nach einer speziellen Schulung auch Leichtkrafträder fahren, und das sogar ganz ohne extra Prüfung. Diese Regel hat für einen deutlichen Zuwachs an 125er Fahrern gesorgt, wird von Experten aber zum Teil auch kritisch gesehen. Denn die eigentliche Fahrpraxis auf 2 Rädern ist oft gering, was das Unfallrisiko wieder steigen lässt. Das zeigt, jede Lösung bringt neue Herausforderungen, aber gibt es vielleicht einen Mittelweg, der die Vorteile beider Ansätze verbindet? Unterm Strich zeigt die Debatte, ein einfaches Zurück zu den alten Regeln reicht vermutlich nicht, um das Problem zu lösen. Die Unfallzahlen sind alarmierend, klar, aber strengere Regeln allein greifen wohl zu kurz. Viel spricht dafür, dass eine bessere Ausbildung und gezielte Trainingsangebote jungen Fahrern mehr Sicherheit geben könnten als nur eine höhere Altersgrenze. Vielleicht braucht es am Ende eine Kombination aus beidem. Ein höheres Mindestalter in Verbindung mit praxisnahen Ausbildungsangeboten und regelmäßigen Fahrsicherheitstrainings. Was würde passieren, wenn die Schweiz tatsächlich wieder die Altersgrenze anhebt und parallel die Ausbildung weiter verbessert? Würden die Unfallzahlen dann spürbar sinken oder bringt das nur neue Probleme, etwa für Jugendliche auf dem Land? Und eine weitere sehr wichtige Frage ist ja auch, darf man die Statistik überhaupt so lesen? Denn ist es nicht klar, wenn viel mehr in diesem Altersbereich entsprechende Motorräder fahren, können auch viel mehr Unfälle passieren. Dürfen diese Altersgruppen nicht mehr fahren, können die natürlich auch nicht damit verunglücken. Dementsprechend ist das nicht etwas, was man auch berücksichtigen müsste, weil es doch irgendwo eine Milchmädchenrechnung ist. Eine Kleinigkeit muss ich natürlich auch zum 125er Schein in der Schweiz sagen. Wenn dieser jetzt wirklich auf 18 gesetzt werden würde, wäre es ja fast gleichbleibend damit, oder wäre es ja fast gleichbedeutend damit, ihn abzuschaffen. Denn ganz ehrlich, welcher 18-Jährige, der den großen Motorradschein bzw. A2 machen kann, sollte sich dann entscheiden, A1 zu machen. Okay, vielleicht ein paar Ausnahmen könnte es geben, aus finanziellen Gründen oder auch natürlich andere Gründe, aber es gibt nicht recht viele Gründe. Und das Ganze ist ja schon fast dann gleichbedeutend mit einer Abschaffung von A1, weil man ihn eigentlich überflüssig macht dadurch. Ich bin auch der Meinung, lasst der Jugend doch auch mal ein bisschen Freiraum, lasst ihr auch ihre eigenen Erfahrungen machen und hört auf, wie so Helikoptereltern zu sein, die alles verhindern wollen und alles tun und bla bla bla, dass der kleine Bub auch mal auf die Knie fällt und sich die Knie aufschürft. Klar, es geht hier auch um tödliche Unfälle, das ist mir auch bewusst, das kann man nicht vergleichen, ganz klar. Aber gewisse Sachen kann man auch nicht verhindern und man kann auch nicht jeden retten. Und wie gesagt, wie viel Freiheit bist du bereit aufzugeben, um mehr Sicherheit zu gewinnen?
Und was wirst du am Ende wirklich erreichen damit? Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von der aktuellen Debatte? Sollte die Altersgrenze wieder angehoben werden oder reicht es, die Ausbildung weiter zu verbessern? Wäre das etwas, worüber man auch außerhalb der Schweiz diskutieren sollte? Habt ihr selbst Erfahrungen in dem Bereich gemacht?